Ja, die Straße geht schon seit, was weiß ich, 8 Kilometern, so wie sie hier ist. Teilweise kannst du hier bloß 30 fahren, was eigentlich schon zu schnell ist, weil das rudelt wie Sau. Das Navi hat mich ja automatisch drauf geschickt. Ist eine vierstellige Nummer. Also noch nie die unterste Straßenkategorie. Es gibt noch schlimmere. Jedenfalls wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, weil ich habe das in der Slowakei schon mal gesehen. Google hat so eine Option, da kannst du einstellen, beziehungsweise die stellt sich automatisch ein manchmal. Ökonomischste Route oder ökologischste von wegen Umweltschutz oder so. Da kannst du teilweise bloß wirklich ganz langsam fahren und verbrauchst demzufolge ganz wenig Sprit. Ja, und da hatte ich mich einfach mal gerafft und da dachte ich, jetzt guckst du mal, gibt's ja Cash. Eigentlich gibt es hier weit und breit keinen, aber hier am Eingang von so einem Dorf, was hier rechts nochmal 100, 200 Meter reinging, da war dann doch eh noch mal versteckt. Und wie gesagt, das quält sich ja ewig in die Straße. Nicht so dolle. Allerdings, Navi hatte mir 2 Routen vorgeschlagen. Einmal über der Autobahn, die war 5, 6 Kilometer länger und wurde mit der gleichen Zeit angegeben. Da habe ich gedacht, okay, fährt die Landstraße. Aber wenn ich hier bloß so langsam fahren kann, dann wäre die Autobahn wahrscheinlich dann doch die bessere Option gewesen. Es macht keinen Spaß hier auf der Straße. Hier in Tiltu. Wahrscheinlich hier unter der Brücke gibt es einen Cache. Ich möchte hier einfach jetzt mal anhalten und gucken, ob es einen Cache gibt. Weil die Straße, die regt den ziemlich auf. Aber es ist gerade ein bisschen blöd. Hier unten hängt einer nackt in der Brücke und wäscht sich. Die haben wahrscheinlich kein Wasser hier im Dorf. Deswegen müssen die sich hier waschen. Gut, dann lassen wir den Cache. Quälen wir uns weiter die Straße lang. Ich hab's geschafft. Links abbiegen. Danach Ich rechts abbiegen. hab's geschafft.
Ja, Lilien haben sie eigentlich ganz schön oft hier. Aber der stand ja auch bei fast jedem Dorf. Tschetschenski, sehe ich auch schon zum dritten Mal. Der Ritter der Kuckuck nicht. Gehört er hier wieder zu? Ohne Arme, ohne Beine. An mir kommt niemand vorbei. Was? Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei. Schon Schiller sagte, durch diese kalte Hose wird er kommen. Ich muss passieren. Dann werdet ihr sterben. Hier mit. Willst du mir meine Rüstung versauen? Ich bin unbesiegbar. Nein, ein armer Irrer. Der schwarze Ritter triumphiert immer. Komm schon, ich schlag dich zusammen. Komm schon. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Also gut, einigen wir uns auf Unentschieden. Komm.
Also das war der Grūtas-Park in Litauen. Als ich das gerade gesehen habe, dachte ich eigentlich, was aus unserem alten Lenin hier in Dresden geworden ist. Und da habe ich gerade mal geguckt, bei Wikipedia steht, das ist in Gundelfingen gelandet, in Schwaben. Jedenfalls sollte der damals wegkommen und jedenfalls der Josef Kurz hat damals angeboten, das Denkmal ohne weitere Kosten hier wegzuholen und hat das mitgenommen und wollte eigentlich einen Park eröffnen, was dann aber nie draus geworden ist. Hatte der auch noch ein paar andere Denkmäler und so Zeug gekriegt. Hier gleichwohl konnte Rudolf Herz Teile des Denkmals, die Büsten Lenins, des Rotfrontkämpfers und des Arbeiters kostenfrei ausleihen. Der Rudolf Herz hatte damals das Denkmal auch ausgeliehen gehabt, erstmal, und ein Kunstprojekt gemacht, Lenin und Thor. Da ist er durch verschiedene europäische Städte gefahren mit den Büsten. Und dann hat er es aber wieder nach Dresden geschafft. Und im Moment steht das Denkmal in Gundelfingen an der Donau. Und da hat er noch Lenin, Stalin, dann auch irgendwann gestorben und seine Söhne wollten die Figuren verkaufen. Da hatte Dresden auch schon mal überlegt, die zurückzukaufen, aber die wollten 150.000 Euro haben und das war doch etwas viel und das wollte keiner bezahlen. Und die stehen jedenfalls noch dort rum, soweit ich das jetzt gefunden habe. Und dann habe ich zuerst gesucht nach Denkmälern in Dresden und da steht hier bei der TU, dieses Denkmal heißt die 3 Studenten oder so. Und ich fand es bloß mal ganz lustig, weil ich das gerade gesehen habe. Den hat mal einer Spielkarten in die Hand gedrückt. Da hatte der mal einige Tage mit ein paar Spielkarten hier in der Hand gesessen. Als ob die hier bei einer Startrunde sitzen. Okay, drückt mal bitte auf Gefällt mir und guckt euch noch mal andere Videos von mir an. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.